Alles, was du wissen musst über den neuen Scum-Patch. Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gamepires hat wie versprochen den riesengroßen Quality of Life Patch gebracht. Es gibt zwar keinen neuen großartigen Content, dafür aber eine absurd lange Liste mit allen Fixes, mit Balancing-Anpassungen und mit Exploit-Schließungen. Weil die Patch Notes diesmal so riesig sind, habe ich das Video in Kapitel unterteilt. Checkt einfach hier unten die Zeitleiste, wenn ihr etwas zu einem bestimmten Thema wissen wollt, und lasst uns direkt loslegen. Starten wir mit den Einstellungen für die Server-Owner unter euch. Admins können NPCs, also Puppets, Tiere oder bewaffnete NPCs, jetzt mit einem Despawn-Live-Timer spawnen. Das heißt, sie ploppen nicht mehr sofort weg, wenn kein Spieler in der Nähe ist. Wenn ihr auf richtiges Walking Dead-Feeling steht, es gibt jetzt eine Einstellung, mit der ihr Zombies permanent humpeln lassen könnt. Und ganz wichtig für den Basebau, mit der neuen Einstellung Building Proximity Restriction könnt ihr euren Spielern erlauben, fast überall zu bauen, sogar direkt an POIs. Für die PvE-Server gab es auch Liebe. Händler verkaufen keine Minen und Fallen mehr, wenn diese serverseitig deaktiviert sind. Bisher war dann nämlich einfach euer Geld weg. Und um nerviges Griefing zu beenden, wurde der Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Schaden auf PvE-Servern vorerst komplett deaktiviert. Niemand rammt mehr absichtlich eure Autos kaputt. Kommen wir jetzt zu den Exploits und den Nerf der Mechs. Leute, das Granatenfarmen an Mechs ist Geschichte. Schwarze und gelbe Mechs droppen ab sofort keine Granaten mehr. Zu viele Spieler und Cheater haben das ausgenutzt. Ihr bekommt zwar immer noch Keycards, C4-Teile, 50er BMG-Munition, Tränengas und Waffen, aber das Granatenbusiness ist dicht. Außerdem wurden 2 dicke PvP-Exploits gefixt. Ihr könnt nach dem Sterben nicht mehr im Todesbildschirm AFK bleiben, um eure Leiche für andere unlootbar zu machen. Und das fiese Reinglitschen in fremde Basen über Leitern und Fundamente ist ebenfalls komplett rausgepatcht. Wer auf einer Leiter stirbt, droppt jetzt auch ganz normal seine Items, die beim Klettern in der unsichtbaren Magic Pocket landen. Für die ganzen Basebauer unter euch gibt es ein geniales Feature. Wenn ihr euch ein Bau-DLC kauft, müsst ihr alte, normale Möbel nicht mehr abreißen. Für die Nutzung einer Werkzeugkasteneinheit könnt ihr sie einfach in DLC-Versionen upgraden. Erfahrungspunkte oder Ruhm gibt es dafür nicht, um Exploits zu vermeiden, aber es spart massiv Zeit. Weitere Baufixes: Ihr könnt jetzt endlich Kisten in die östlich ausgerichteten Regale stellen. Das Verbuggen von östlichen Kisten, also östlich ausgerichteten Kisten, über ihr Maximalgewicht hinaus geht nicht mehr. Holzsofas zerfallen jetzt im normalen Tempo, nicht mehr viel zu schnell. Regale lassen sich nicht mehr endlos ineinander stapeln. Und das Schlafen im oberen Stockwerk von Hochbetten funktioniert jetzt auch wieder reibungslos, auch wenn ein Dach darüber ist. Im Inventarmanagement wurde massiv aufgeräumt. Das furchtbare Laggen beim Einräumen von Autoinventaren ist komplett verschwunden. Und Kisten verrotten auf dem Barberboot nun nicht mehr viel schneller als in anderen Fahrzeugen. 2 weitere Bugs sind ebenfalls behoben worden. Armbrustbolzen, die in der Armbrust geladen waren, verschwinden nicht mehr, wenn ihr euch ausloggt. Und wenn ihr außer Renderweite eures Rucksacks lauft und zurückkommt, sind die darin enthaltenen Items nicht mehr unsichtbar. Außerdem, abgehobenes Geld vom Bankautomaten landet jetzt in eurem Inventar und fällt nicht mehr auf den Boden. Und wer Motorradbatterien zerstört, bekommt jetzt ebenfalls Bleiplatten raus. Bei den Waffen gab es einige optische Fixes. Das M1-Zielrohr hat diesen ekligen schwarzen Rand verloren. Bei der SKL gab es bei einer Ladehemmung oft einen kurzen Kamera-Jumpscare, der ist aber jetzt behoben. Die Magazin-Glitches bei der Tommy Gun und komische Kamerawackler beim Nachladen der Hunter 85 und AWP wurden gefixt. Auch sehr gut, euer Messer verliert nicht mehr seine Funktion wie Schneiden oder Hacken, nur weil ihr es in eine Messerscheide steckt. Und ihr könnt jetzt Waffen oder Pfeile in den Holstern anderer Spieler sehen. Eine ganz wichtige Combat-Änderung noch zu den Spawns: An den kleinen Airfields A4 und Z0 sind die Zombies bisher oft lächerliche 15 Meter vor euch gespawnt. Die Distanz wurde jetzt auf 150 Meter angehoben. Zum Schluss noch die kuriosesten Bugs, die gefixt wurden. Die Bodybuilder unter euch können aufatmen. Euer extrem muskulöser Charakter verliert jetzt nicht mehr seine Haut, wenn er ein Muskelshirt anzieht, und der Bizeps schrumpft nicht mehr im Unterhemd. Auch verschwinden eure Beine nicht mehr, wenn ihr Boxershorts mit High Heels kombiniert. Ansonsten, Face Rolls Face Smasher kann jetzt endlich Konservendosen öffnen. Das Fleischaufheben vom Grill aus der Hocke funktioniert wieder. Springen auf Zelten klingt jetzt nach Stoff und nicht mehr nach Plastik, und die Rücklichter vom Leica und Volkswagen sehen jetzt deutlich schärfer und weniger trüb aus. Wie gesagt, kein neuer Content, aber das Spiel sollte sich ab heute etwas runder anfühlen. Der nächste Content-Patch soll laut Devs in etwa einem Monat kommen. Was haltet ihr bisher von den Änderungen?
Feiert ihr den Mech-Nerf oder trauert ihr den Granaten hinterher? Schreibt es mir unbedingt unten in die Kommentare. Und vergesst nicht, wie immer, Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bald wieder in Scum, meine Lieben.